und herzlich willkommen. Ich wollte dir heute mal zeigen, wie weit ich mit meinen Handarbeitsprojekten bin. Ja, war jetzt ein bisschen Pause sozusagen, aber es ist auch momentan ein bisschen viel los. Von daher, ja, bin ich froh, dass ich wenigstens so ein bisschen was machen konnte, und das möchte ich jetzt gerne dir einmal zeigen. Ja, es sind immer noch die 3 gleichen Projekte eigentlich. Ich habe hier eine Strickseite sozusagen von meiner Weste. Da habe ich ein bisschen was gestrickt mit 6er Nadeln. Und ja, das Hinterteil ist ja sozusagen schon fertig, der Rückenpart. Und das hier wird jetzt die linke oder die rechte Seite, je nachdem, wie ich das möchte. Ja, ein bisschen was ist passiert. Das häkel ich ja hier mit dem Grünel Pretty. Das ist 100% Polyacryl für eine 5er bis 6er Nadel. Von dem Knäulchen hier ist nicht mehr viel da. Das kommt aber noch komplett da rein, und dann zähle ich mal die Reihen und schaue noch, wie viele ich brauche, um mit dem Rückenteil gleich zu sein. Ja, letztes Mal hatte ich es hier gezeigt und das Stückchen hier kam dazu. Es ist wie gesagt nicht so viel, aber ich bin froh, dass ich wenigstens ein bisschen was dran gehäkelt habe. Denn jetzt geht es in die Herbstzeit und ich würde es doch gerne zum Winter hin fertig haben. Mal schauen, ob ich das schaffe oder ob es erst im Frühjahr fertig wird. Ja, ja, genau. Es hat so sein eigenes Muster hier von der Fadenspanne. Nicht schlimm, ist mein erstes Strickprojekt. Und deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Übung macht den Meister. Ja, das ist einmal das eine. Dann habe ich hier an meinem Tuch weiter gehäkelt. Von dem Knäuel von den Märchengarn mit einer 3er Nadel. Und zwar, ich glaube Nordlichter hieß der hier. Ich hole ihn jetzt noch mal raus, kurz. 250 Gramm hat er. 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Und wie gesagt, Nordlicht. Ist ein Vierfachborbel und hat, wie gesagt, 250 Gramm. 100 Gramm haben 380 Meter. Ja, mit dem farbigen Teil bin ich sozusagen fast fertig. Ich bin mal gespannt, ob ich beim Schwarz durchhalte oder ob ich vom Schwarz nur ein paar reinhäkel und dann fertig mache, so nach dem Motto. Ja, mal schauen. Da ist auch so ein bisschen was dazu gekommen. Das hatte ich als letztes heute Morgen in der Hand. Also heute ist Freitagabend. Also heute Morgen, am Freitagmorgen, hatte ich es noch in der Hand und habe daran gehäkelt. Ich finde hier diesen Verlauf wirklich sehr schön von dem Garn. Also ganz toll. Ich habe auch gestern Abend bei Miss Pipinella gestöbert und habe mir da nochmal ein Knäuel ausgesucht und ein Knäuel als Überraschung bestellt. Ja, das hatte ich dir das letzte Mal hier gezeigt. Da kam nur 1, 2. In der dritten Musterreihe bin ich jetzt dran. Also knapp 2,5 Musterreihen kamen jetzt so dazu. Eine Musterreihe besteht aber aus 3 kompletten Reihen. Ja, trotzdem. Ich bin damit ganz zufrieden. Und wie gesagt, der Verlauf hier, ich glaube, du siehst das auch ganz gut, ist wirklich schön.
Kommt schön raus. Ja, dann setzen wir mal den Markierer hier hin. So. Und dann geht's schon gleich zum letzten Projekt. Da bin ich mega zufrieden. Muss ich ja wirklich sagen, das hat mich mega gefreut. Und ja, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich lege das mal kurz ein bisschen rüber und lege das Tuch auch hier rüber. Dann kann das alles so ein bisschen da bleiben. Und hier ist es. Yay! Ich bin so, ja, innerlich wirklich sehr, sehr froh. Es ist fertig. Hier habe ich noch meinen Markierer drin, also meinen Maschenhalter sozusagen. Der kann raus. Und dann zeige ich es dir einmal komplett. Ich probiere es. Mein Hexagon-Kleidchen ist fertig. So, es tut mir leid, ich glaube, ich kriege Erkältung. Die Stimme geht immer weiter weg. Aber ist auch nicht verwunderlich. Mein Sohnemann ist wirklich stark erkältet und ja, manchmal ist man davor nicht gefeit. Ich hoffe jetzt, dass das nicht so störend für dich ist. Vielleicht ist es auch schon morgen früh wieder besser, weil ich heute sehr, sehr viel sprechen musste auf der Arbeit. Mehr als gewöhnlich. Und ja, das geht dann auch so ein bisschen auf die Stimme. Du siehst hier, ich habe die Reihe so langsam auslaufen lassen. Und es ist hinten, also wird das gar nicht so stark auffallen. Ich glaube, das ist so ganz gut gelungen. Und gezeigt hatte ich es dir hier. Also das heißt, der ganze Part hier oben kam neu dazu. Es ist jetzt alles drin von meiner Wolle. Es ist wirklich nur so ein kleiner Faden übrig geblieben. Und das war das Garn Flowers Moonlight von Yarnart, 53 Cotton, 43% Pack und 4% Metallic. Jeweils 1000 Meter, weil ich hatte 2 Knäule. Und ja, ich habe aus jeweils einem Teil des Knäuels oben den Hexagon gehäkelt, habe ihn dann zusammengehäkelt, habe ja hier hinten noch jeweils, ich glaube, 2 Reihen, 1, 2, ja, ran gehäkelt, um das ein bisschen hier so generell so zu entspannen ein wenig, weil mir das ein bisschen zu eng gesessen hat. Also für mich persönlich, ja, war mir das ein bisschen eng. Und ja, um die Spannung da so ein bisschen rauszuholen, habe ich da noch rein dran gehäkelt. Hier vorne nicht. Den Part habe ich einfach nur zusammengehäkelt und habe hier meinen Ausschnitt für den Kopf einfach offen gelassen. Ja, da siehst du noch den Faden. Das war von einem Wechsel sozusagen, also von dem Wechsel hier vom Zusammenhäkeln und dem Hexagon. Ja, die Ärmel sind so knapp 3/4 Ärmelchen. Die könntest du dir auch länger häkeln, wenn man das möchte. Und nachdem ich den Hexagon so zusammengehäkelt habe, habe ich hier unten einfach im selben Muster den kleinen Rockteil sozusagen dran gehäkelt. Hier oben das Hexagon habe ich mit einer Dreiernadel gehäkelt, glaube ich 3 oder 3,5er. Ich weiß es nicht mehr, weil ich beide Nadeln jetzt in meinem Aufbewahrungsbeutelchen hatte.
Und hier unten den Part habe ich mit der Vierernadel gehäkelt. Dadurch ist er so ein bisschen ausgestellt. Ich glaube, das sieht man auch ganz gut, wenn du das so liegen siehst. Siehst du das hier, dass das hier so ein bisschen ausläuft. Aber das finde ich super. Bin ich sehr zufrieden mit, weil ich mag das nicht so, wenn es dann so eng dann um die Hüften und den Po und die Oberschenkel ist, so nach dem Motto. Das finde ich so sehr gut. Ja, jetzt fehlt es mir eigentlich nur noch, dass ich dir das mit einem Foto oder Video zeigen kann. Dafür finde ich aber, muss das Wetter bei mir ein bisschen besser werden. Und es darf nicht regnen, weil ich das Foto gerne draußen machen würde, damit du siehst, wie weit es geht, das Kleidchen mit den 2000 Metern Wolle hier drin. Und ja, dann werde ich das hoffentlich die Woche, also die kommende Woche, noch hinkriegen, damit ich dir das einfach mal zeigen kann. Wie das auch so sitzt, auch hier oben mit dem Kragen oder mit dem Halsausschnitt. Ist ja nicht der Kragen, es ist der Halsausschnitt. Ja, damit du dir das einfach ein bisschen besser vorstellen kannst. Ja, aber ich finde es wirklich sehr schön. Auch mit dem Verlauf von dem Hellen in das Braune hier rein. Mit dem Goldfädchen dabei. Also, hat lang gedauert. Ich hätte nicht durchgehalten. Hätte ich nicht die Motivation von dir bekommen. Und ja, jetzt, wie gesagt, bin ich da mega zufrieden. Ich finde es auch schön, dass sich hier der Kragen so ein bisschen rollt. Das ist auch an den Armen. Aber hier unten, das finde ich natürlich mega, ist es nicht. Also das finde ich wirklich toll. Vielleicht später beim Tragen, dass es sich dann anfängt zu rollen. Aber bis jetzt nicht. Aber ich habe es auch bis jetzt noch einmal angehabt. Ich dachte, no, du ziehst es besser wieder aus, bevor du so Flecke drauf machst oder kaputt machst. Ja, da hatte ich es dann später wieder ausgezogen. Ja, das waren jetzt meine 3 Projekte. Jetzt muss ich mal gucken. Ich denke mal, dass ich jetzt vielleicht ein altes weiter noch häkel oder irgendwas Neues starte. Mal schauen. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Aber ich kann auch erstmal an den 2 Sachen weiterarbeiten und dann sieht man, was kommt. Ja, du kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was du davon hältst, was du vielleicht gerade handarbeitest. Und ja, darauf würde ich mich mega freuen. Vielleicht kriege ich ja noch eine Inspiration, was ich noch Schönes machen kann. Und ja, ich freue mich, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, das Video, lass dem Ganzen bitte einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich mich das nächste Mal wieder melden, wenn hier ein gewisser Fortschritt ist. In diesem Sinne, hab noch einen ganz tollen Tag. Genieß die Zeit. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.